Aufgepasst, liebe Klemmbaustein-Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Klemmbaustein-Kanal. Heute mit einem etwas anderen Video, beziehungsweise mit einem etwas anderen Modell, das wir so noch nie hatten. Es handelt sich dabei nämlich um ein Motorrad. Und zwar von der Firma Winner Bricks, die 7048. Haben auch noch ein paar andere Hersteller rausgebracht, ja, beziehungsweise relativ ähnlich. Kommt daher mit 948 Teilen im Maßstab 1:6 und das ganze Set ist aus dem Jahr 2020. Ja, ich habe es damals meinem Stiefvater im Prinzip einfach geschenkt zum Geburtstag, denn der ist großer BMW-Fan und ist zu dem Zeitpunkt auch die R1250 GS Geländestraße von BMW auch gefahren mit dem beliebten Boxermotor. Ja, früher hatte das Motorrad ja, glaube ich, auch einen Spitznamen, Gummikuh. Vielleicht dürft ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, warum Gummikuh. Ich weiß es nicht, obwohl ich selber auch Motorrad fahre. Genau, ist ein Technikset und das ganze Teil hat auch Technikfunktionen und die schauen wir uns natürlich jetzt direkt auch an. Ich würde sagen, zuallererst messen wir das ganze Teil mal aus, damit ihr wisst, was denn da auf euch zukommt, beziehungsweise zu euch nach Hause kommt. Und zwar haben wir in der Länge ziemlich genau, würde ich sagen, für 33, 34 cm. Wir haben eine Höhe hier vorne am Windschild von 26 cm und eine Breite, müssen wir mal schauen, wo die breiteste Stelle ist, ob sie über die Spiegel sind, wenn wir sie nicht abrupfen. So, am Lenker hat er eine Breite von 16 cm. Ja, 16 cm, das kommt auf jeden Fall hin. Dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung, was ihr da bekommt. Genau, also ich habe es gesagt, es ist ein Technikset. Entsprechend haben wir hier auch ein paar Technikfunktionen verbaut. Mit was starten wir denn am besten? Ich würde sagen, als erstes starten wir mal mit dem Ständer. Denn das ist eigentlich gar nicht der Ständer, den haben wir hier selber so ein bisschen umfunktioniert, beziehungsweise es wird nicht darauf hingewiesen. Achso, vielleicht noch eine Sache vorweg, ich habe leider keine Anleitung mehr dazu. Ja, also ich habe den bei meinem Vater daheim stehen sehen praktisch, habe gesagt, hey, das wäre doch mal cool, das Ding vorzustellen. Ihr seht, der ist auch ein bisschen staubig, der steht da schon ein bisschen länger. Genau, deswegen, wir haben leider keine Anleitung dazu. Ich blende euch aber mal parallel so ein paar Bilder ein. Die Anleitung ist gut, was sich der Vater erinnern konnte. Hat jetzt keine großen Schwierigkeiten aufgeworfen, aber ich habe leider die Anleitung nicht dazu. Sei es drum. Ich glaube, man kann erkennen, erstmal, um was es überhaupt sich für ein Modell handelt. Ja, auch die Farben von BMW sind hier stark angedeutet. Die blauen Pins stören mich bei dem Modell jetzt überhaupt nicht, weil natürlich hauptsächlich das Modell in Blau auch kommt. Es gibt einige Ersatzteile, die dabei sind. Die passen alle hinten in das Topcase rein. Ja. Das ist eine Tourenmaschine. Entsprechend haben wir natürlich auch die Koffer mit dabei. Wir kriegen leider auch einen Schwung Aufkleber mit dazu, mit dem Kennzeichen. Und so ein paar, Aufkleber, die eben nochmal darauf hindeuten, welches Modell es ist. Wir haben schöne Felgen dabei. Ja, das gab es auch genauso bei der GS, diese goldenen. Wir haben 2 Bremsscheiben, so wie sich das auch in echt gehört. Wir haben auch BMW-typisch die Einarmschwinge. Ja, also dieses Kardan-Gelenk, diese Kardan-Antriebswelle, wie sie eben eher auch bei BMW in echt verbaut ist. Und auch der Auspuff ist tatsächlich genau so. Ich konnte mich vom Original lang genug selbst, wie gesagt, überzeugen, weil wir das Motorrad eben in der Familie hatten, beziehungsweise jetzt eben entsprechend den Nachfolger. So, dann seht ihr hier hinten schon ein Federbein verbaut. Fangen wir doch mal von hinten nach vorne an. Das ganze Teil ist gefedert, sowohl vorne als auch hinten, ja, so wie sich das hier für ein ordentliches Gelände-Straßenmotorrad bzw. so eine Offroad-Maschine auch gehört. Das ist auch gleichzeitig so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, den ich an dem ganzen Teil finden kann. Wenn ihr es wirklich vorsichtig abstellt, dann
dann hält die Feder, dann hat die genug Kraft. Wenn ihr aber so ein bisschen nur wirklich, hier, ich lege nur die Hand an, ja, dann klappt praktisch das hintere Federbein ein, vorne nicht, ja, aber hinten, schade, da wäre es ein bisschen schöner gewesen, wenn es irgendwie vielleicht 2 Federbeine gegeben hätte oder ein stärkeres, ich weiß es nicht, vielleicht kann man das auch noch ein bisschen verstärken. Das ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, ansonsten ein tolles Teil. Okay, machen wir weiter. Wir haben eine Gangschaltung, ja, nicht selbstverständlich, und zwar, ihr seht, ich drehe jetzt mal hier. Zum einen läuft natürlich mal die Kardanwelle mit, ja, und die lässt sich auch hier schön mit diesem Knickgelenk oder mit diesem Kardangelenk entsprechend ja, bewegen, ja, also die federt praktisch mit, ja, sehr gut gemacht, sehr schön gemacht. Ihr seht hier das Zahnrad und ihr seht natürlich, wir haben hier auch den Boxermotor angedeutet. Der läuft jetzt im Moment nicht mit, wahrscheinlich weil kein Gang drin ist. Genau, jetzt seht ihr es. Ja, also wir haben nicht nur einen mitlaufenden Zweizylinder-Motor, wie das Original hat, sondern wir haben praktisch auch Gangschaltung. Ja, jetzt ist der Gang draußen, neutral. Ja, erster Gang. Und wenn ihr es nach oben fahrt, habt ihr praktisch entsprechend die Mitlauffunktion praktisch gegeben. Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Vor allem, ich habe es glaube ich noch nicht gesagt, wenn man bedenkt, dass dieses Modell, als ich es gekauft habe, ich glaube bei AliExpress 27 € gekostet hat. Ja, also das ist wirklich, dafür bekommt man erstens mal eine Menge und vor allem, wenn man auf solche Fahrzeuge steht, ja, oder wenn man vielleicht selber so ein Fahrzeug hat oder eben als Geschenk jemandem geben will, dann ist das hier auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich weiß, Lego hat auch so ein Teil im Angebot. Ich blende euch das auch mal ein hier. Katastrophe natürlich im Vergleich. Ja, das sieht überhaupt nach nichts aus, völlig unverkleidet. Da muss ich sagen, da haben die Jungs und Mädels hier aus Fernost auf jeden Fall einen deutlich besseren Job gemacht, ja. Auch diese Sturzbügel sind schön angedeutet, ja. Natürlich haben wir auch eine Lenkung, ja, ganz klar. Und es gibt auch eine Vorderradfederung, ja. Hier könnt ihr schön reinschieben. Auch das funktioniert über eine Feder. Da unten seht ihr sie so ein bisschen, ja. Also ein wirklich gelungenes Set. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut, muss ich wirklich gestehen. Wir haben Spiegel angedeutet, wir haben einen schönen Lenker, wir haben hier sogar diese Schalen, um den, wie soll ich sagen, um die Hände zu schützen, die Sitzheizungen drin, die Griffheizungen drin, ja, kleiner, wie soll ich sagen, kleiner Seitenhieb gegen alle BMW-Fahrer, ja, als Harley-Fahrer muss man das auch ein bisschen vielleicht. Genau, wir haben hier vorne das Kombi-Instrument, leider natürlich mit einem Aufkleber gelöst, ja. Aber ich glaube, bei dem Preis und auch bei dem, was das Motorrad darstellt, kann man da trotzdem nicht schimpfen. So, genau. So, dann haben wir natürlich von vorne, schauen wir uns mal noch an, das große Windschild, ja, so wie das natürlich sich auch für BMW gehört, beziehungsweise wie diese GS-Modelle eben haben. Wir haben auch das Licht sehr original, finde ich, angedeutet. Ja, also wenn ihr euch mal Originalaufnahmen oder originale Bilder von dem Fahrzeug anschaut, das sieht genau gleich aus. Klar, das ist auch kein schwieriges Teil im Prinzip nachzubauen, aber sie haben es gemacht und es sieht gut aus. Ich finde die Blinker hier gut angesetzt und angedeutet und natürlich auch von hinten. Ja, das Motorrad sieht tatsächlich echt genau so aus. Ja, hier dieser Schutz hinten dran, ich weiß gar nicht, für was der ist, ob das einfach nur so eine Abdeckung ist, die für den TÜV wichtig ist. Ich finde den Auspuff massiv gebaut, ja, also der kommt auch genau so, der läuft erst relativ dünn oder schlank von den Krümmern und wird dann hinten am Schalldämpfer wirklich massiv dick. Ich weiß nicht, ob das auch der Akrapovic angedeutet ist hier, aber sei es drum, er ist schön angedeutet. Also kann man sich auf jeden Fall, wie gesagt, ins Regal stellen mit dem einzigen kleinen Kritikpunkt eben hier. Ihr seht, dass ihr dürft halt nicht zu viel Gepäck mitnehmen, ja, wie im wahren Leben. Jetzt seht ihr es, jetzt hält das einigermaßen, ja, ihr seht es mal an meinen Fingern, ich habe sie weg, dann hält das einigermaßen, aber sobald ich wirklich nur mit dem Daumen ein bisschen zu viel Gewicht drauf gebe, klappt da hinten ein bisschen runter. Sobald ihr aber dann den Ständer hinmacht,
der mitgelieferte Teiletrenner, der hier als Ständer fungiert. Dann könnt ihr es euch wirklich hinstellen hier und es sieht gut aus. Ja, ansonsten habe ich nichts zum Set zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Klemmen und beim Bauen und wir sehen uns im nächsten Video.